Willkommen zu Teil 5 der Tutorial-Serie von PipeDoc. In diesem Video wollen wir den Schaden aus dem vorherigen Video sanieren. Wir befinden uns im Schadensprotokoll in der Überblicksansicht und starten die Sanierung im Kanal. Der einfachste Weg, um den Schaden zu sanieren, ist es, auf das Sanierungssymbol zu klicken. Unser Sanierungsprotokoll wird automatisch geöffnet und wir sehen, dass auf der rechten Seite unser Schaden bereits ausgewählt ist. Im Feld Leistung werden uns nun die Sanierungsmöglichkeiten für die Rissbildung als erstes angezeigt. Wir wählen die Option Fräsen aus. Die entsprechende LV-Nummer wird direkt eingetragen und wir müssen lediglich die Angaben für die Abrechnung machen. Wir nehmen noch ein Bild auf. Hierfür wählen wir diesmal das Label Während aus. Den Zusatzkommentar blenden wir aus und erstellen die Sanierung. Der Schaden ist nun allerdings noch nicht komplett saniert. Wir wählen ihn erneut aus und fügen die Sanierungsarbeit Spachteln hinzu. Wir vervollständigen wieder alle Angaben. Diesmal können wir auch noch Angaben zum Harz machen und falls nötig die Ist-Werte vervollständigen. Diesmal nehmen wir ein Bild mit dem Label Danach auf. Wechseln wir zurück in die Übersichtsseite, sehen wir nun, dass beide Sanierungen aufgeführt werden. Wie auch im Schadensprotokoll können wir in der Detailansicht nachträgliche Änderungen vornehmen und weitere Aufnahmen hinzufügen, diese bearbeiten oder löschen. Wir sehen nun auch, dass der Schaden in der Rohransicht grün markiert ist. Dies zeigt an, dass er bearbeitet wurde. Wir sehen uns im nächsten Video.